Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir stehen hier bei den Hartons. Ja, genau, bei den Hartons. Ich dachte gerade, ich hätte mich vertan. Und... Ach ja, wir wollten nach Jane nochmal gucken. Jetzt habe ich es wieder auf der Kette. Ich dachte, wir müssten noch mit denen reden, aber die haben wir letzte Folge schon mal. Jane ist ja gerade dabei, ein Kind zu bekommen. Darf ich da rein? Tatsächlich. Ich klaue erstmal die Harten. Nee, ist auch Jane drin, deswegen darf ich hier rein. Schon wenn ich jetzt hierher gehe, schreit er mich irgendwie... Nein. Is why that fat Robert has named Eddard Stark the Hand of the King. Bah, they're old friends. It doesn't surprise me that much. And I'm sure it was a good chance to go on a royal voyage up north. Yet there can't be that many whorehouses up there. Those northerners seem a bit serious to me. Aye, Eddard has a reputation for being a strict fellow. Perhaps there'll be no harm done having that kind of man as hand. Not without good care. Eddard Stark mochte ich ja in den Büchern überhaupt nicht. Da fand ich den sehr nervig. In der Serie geht er, auch wenn er da auch nicht zu meinen Lieblingscharakteren gehört hat. Sind wir jetzt erst bei dem Zeitpunkt in der Serie, wo Eddard Stark zur Hand des Königs ernannt wird? Dachte, wir wären schon weiter. Info. Wie viel Geld haben wir mit Mors? Mit Mors haben wir ja richtig wenig. Kann ich auch nach draußen? Tatsächlich. Kann ich mit Mors ein bisschen shoppen? Wäre voll gut. Will ich auch mit Mors hier mal ein bisschen was kaufen. Ja. Domeric. Greetings. You must be the black brother of whom Andrew spoke. It's rare to meet one of your folk in these parts. 'Tis a pity, though. One of my nephews had to take the black recently. He was a good lad. Never heard anything of him since. I hope you treat him well. Perhaps I know him. What do they call him? I don't know if you know of him. He left not that long ago. Poddy is his name, poor boy. Oh what nein. a sorry business, just for petty theft. Ah yes, young Poddy. Unfortunately, he died in the shadow of the wall. What? Poddy is dead? But why didn't anyone tell us? At the wall, we have but one family, our sworn brothers. But what shall I tell his parents now? Dark wings, dark words. I thought that only applied to actual crows, not to you men of the Night's Watch. Please, say no more. Spare me from worse news. I would rather you speak with Joshua. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich habe mir nicht gesagt, dass Poddy der reinste Drecksack war. Aus Burgholz. Nicht besser wie unser Anwerberumhang, ne? Aber... Lattenstiefel. So geile Sachen hier. Kettenhemd aus Burgholz. Okay, das ist nicht viel besser. Was ich will, ist ein neuer Helm. Dafür gebe ich auch zigtausend... Wir können ja auch noch... Paradeschwert. Vielleicht verbinden wir uns ja bald mit... Ja, wie heißt der? Alester. Behalte ich die mal lieber. Die kann ich verkaufen. Beim Knüppel hier... Streitkolben, ja, komm, verkauf mal. Langschwert. Behalte ich mal. Ich weiß gerade nicht, was Alester für Waffen hat. Kleine Pike. Große Eisenaxt. Säbel kann weg. Bogen der Wildlinge kann weg. Abgenutzter Dolch kann ich nicht verkaufen. Kleiner Eisenschild kann weg. Breitkopfpfeile können ebenfalls weg. Rüstung der Westfords kann ich nicht verkaufen, aber Gorns Rüstung verkaufe ich eigentlich mal. Die werde ich eh nie anziehen. Schaller mit Visier kann auch weg. Ritterumhang. Komm, kauf mal. Alter Umhang.
Rüstung der Nachtwache kann weg. Kentenhandschuhe aus dem Tal von Arryn, sind die schlechter? 86. Achso, ich habe die schon an. Dann können die auch weg. Aber dann kaufe ich mir Eisenhut aus Burgholz. Ja. Abbruch. Ich den mal an. Ja, Torix Ding hat Schadenswiderstand +3. Oh, Wahrscheinlichkeit des Preisnachlass ist -1%. Vielleicht hätte ich den nicht anziehen sollen. So. Der sieht nicht so viel besser aus, aber ehrlich, dieser Helm von Torek ging mir mittlerweile so auf die Senkel. Den wird er auch direkt verkauft. Da, hier, bitte. Oh, Siegel der Baratheons. Das sollte ich vielleicht mal anlegen. Haben wir noch? Kettenstiefel wären um 30 besser. Die Handschuhe wären ungefähr um 20 besser. Die Rüstung wäre auch um 30. Nimm mal die Kettenbeinlinge. Oh, 39 Preisnachlass. Und, da kommen die Handschuhe nämlich auch direkt. So. Hat zwar viel gekostet, aber Kettenhandschuhe aus Burgholz und Kettenbeinlinge aus Burgholz. Aber mit dem Trankhändler rede ich gerade mal nicht. Wer ist denn Joshua eigentlich? Wieso gibt es ja eigentlich niemanden, der Waffen verkauft? Ich hätte gerne noch jemanden, der mir Streithämmer verkauft. Damit ich da nochmal einen habe. Aber es wird wohl scheinbar nix. Mittlere Rüstung ist anfällig gegen Stichwaffen. Ja, das weiß ich. So, haben wir genug Zeit verplempert. Jetzt gehe ich mal zu... Ne, ihr wisst schon, hier Dingens. Jane, genau. Leichte Rüstung ist anfällig gegen Hiebwaffen. Ja, super. Schwert würde ich jetzt nie als Hiebwaffe bezeichnen, aber auch egal. Eher gegen scharfe Waffen, würde ich sagen, anstatt gegen Hiebwaffen. Hiebwaffen ist ja eigentlich, schwere Rüstung ist ja gegen Hiebwaffen eigentlich. So. Jetzt gehen wir aber wirklich mal zu Jane. Schau uns an, wir haben nicht mehr diesen bekloppten Helm. Wir haben einen etwas weniger bekloppten Tellerhelm. Oh. Da können wir Sachen klauen. Da auch nochmal. Obwohl, das ist doch bestimmt ein Kodex-Eintrag. Genau. Valyria. Siegel der Erkenntnis. Her damit. Jane Graustein. I'm happy you're here, Mors. What happened? The Maester confirmed that nothing serious will happen as long as I take some rest. Good. This Lord Harton, he seems friendly enough, but he appears to know a lot about us. Too much for my liking. Do you think you will be able to leave this place anytime soon? I think it better that I stay here a little while longer. You must excuse me, Mors. I know you are worried, but I'm in no condition to travel right now. Not in this state. It's not a problem. Let's try to make the most of it and get your strength back. Well, we are expected at dinner. Do you feel you can make it? Yes. Perfekt. Very well. Let's go. I'll follow you. As always. Wurde von Lord Harton zum Abendessen eingeladen. Trefft euch mit ihm, wenn ihr soweit seid. Oh.
Oh, ich kann ja noch mit irgendwem speaken. Mit wem kann ich noch speaken? Ach, hier. Mit Martin. I am counting on you to help your friend get some rest. It is best not to take any needless risks. I have seen enough young women lose a child to know that we can be sure of nothing until the child is born. I understand. I will take care. Thank you for your care, Maester Martin. Sag mal, Leute. Martin, George R. Martin, und der sieht dem auch gar nicht mal so unähnlich. Warum habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, warum er eine Brille trägt? Die dürfte es eigentlich zu der Zeit noch gar nicht geben. Das ist doch hier ein Easter Egg, oder, der Kerl? So eine Anspielung auf den Autor. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ach so, ja, wir können ja auch den Hund steuern. Aber das vernachlässige ich voll. Wie kann man noch mal... Bringt das was, wenn ich mit dem hier rumlaufe? Ja, der fragt sich wieder, warum Eddard Stark. Oh, hier soll ich vielleicht mal mit Mors hingehen. Vielleicht kann ich da Sachen klauen. Irgendwie benutze ich die Spezialfähigkeit von den Leuten hier zu wenig. Na, ja, ich wusste doch. Langschwert kann man hier abgreifen. Kann man auch. Plattenhandschuhe, Krieger. Und hier verstärkter Eisenhut. Oh, wenn das eine... Nee, der ist zum Glück schlechter. Oh, wenn er besser gewesen wäre, ne? Aber wie sieht der aus? Genauso scheiße. Pff, ganz ehrlich. So, aber Torix Helm ging gar nicht mehr. Ging die Sorgenzeiger, das Ding. Wo ist denn Lord Horton? Weiter da runter, oder wie? Lass mich mal. Schlüssel zum Kerker. Dann muss ich da hinten irgendwie durch. Oh Gott, ey, die ganze Folge, nix getan hier. Oh, so ein Mist. Es kommt davon, wenn man die ganze Zeit Last Remnant mit irgendwie 100.000 Minuten Folgen aufnimmt. Dann wieder hier Game of Thrones aufnehmen will. Dann vergisst, dass man hier vielleicht nicht so die ganze Zeit rumklüngeln sollte, wie man es in The Last Remnant tun kann. Hier ist der Speisesaal. Treffen wir eigentlich auch mal bald auf Alester? Ich möchte jetzt endlich mal sehen, wie die beiden aufeinandertreffen. Well, young lady, how did this happen? Are you any better? Yes, Maester Martin made me drink a brew and the pains have disappeared. I must thank you. He told me that if I should rest and avoid any unnecessary effort, then everything should be well. Magnificent. I'm so relieved. You may stay here as long as you please and relax at your leisure. I thank you. Oh, do not mention it. It is a real honor to receive you at Castlewood. Please, I beg of you, come sit with me at my table. Well now, you must be famished after all these misfortunes. Please, serve yourself. Thank you for this dinner, Lord Halton. Jane, my dear, there is something I must tell you. A very long time ago, I had the great honor of meeting with your father. What? You know my father? Your magnificent silver hair does not allow you to hide your origins, my lady. It compels us to admire that you are a direct and noble descendant of Valyria. Tell me, could anything be more esteemed than massacring, raping, and burning people? Well, that's exactly what my father did to my mother, as well as so many others. Listen, Can we save this conversation for later? Mors, is everything all right? Yes. I just need to rest. It is true that King Aerys had his demons, and it pains me to hear your tale, my lady. But although I understand your resentment,
The Targaryen dynasty reigned for 300 years. 300 years of peace and prosperity. There were some conflicts around that time, no? If I remember rightly. Events that were but a faint blemish in the golden age of House Targaryen. Jane, your father was unfortunately one of the last of the bloodline. Due to Robert's rebellion, it has all but disappeared. And what are we left with? A realm and people on its knees. Westeros does not deserve such a fate. The legitimate kings need to take back their throne. And you think Jane is the heir you need? You are aware that I am just one of Aerys's bastards, aren't you? I go by the name of Greystone, not Targaryen. Do not worry yourself with such small matters, my dear. Your family is still revered by the people, and they would welcome back the return of the dragon with open arms. For common folk, the color of your hair is all it takes. All they really need is a symbol. A symbol? Of a mad and massacred bloodline? A tribute to the Game of Thrones? I've been trying to lead a peaceful life for such a long time. And now you ask me to run headlong into a nest of snakes? It is our duty to reinstate the natural order, Lady Jane, and to rid the throne of the usurper. Was hat der uns in den Wein getan? We are not here to discuss politics, Lord Harlton. Take your fate into your own hands, Jane. If you join us, you'll live the life you've always dreamed of. My child is not even born, and he is already a victim of your political games. You think that's the life I dream of? You misunderstand. He will always be safe by our sides. We will give him the Iron Throne. I would have nothing to do with the damned throne. I just want to forget all this and live my life in peace, far from politics of the realm. And what of him? With or without our protection, your child will still be an heir to the throne. You realize that? His enemies will involve him in all this sooner or later. Is that what you wish for his future? Have I not made it clear? I do not care one bit for matters of the crown, and I shall never enter into any of your schemes. I see. So there is no way to make you see reason. Believe me, that upsets me. I have just one more question for you. Do you remember that hunt, where you met the usurper? Do you believe that was coincidence? What are you suggesting? The arrangement of that fell to us. The king was responding to an invitation from a friend. Not that long before, I had discovered your esteemed ancestry and realized that it was my duty to help you gain the throne. I made the necessary arrangements so you could quietly have your love affair with the usurper. It's thanks to this that your child has both the blood of the dragon and the stag. Robert would never allow himself to be manipulated. He conquered the 7 kingdoms. Unless he had enough to drink, that is. Which has a certain irony, when you think about it, since it is quite similar to what happened this evening with your friend. Bastard. You will feel my blade. Guards, seize her! Scheiße. So, Schlaggewitter. Das ist eine extrem coole neue Fähigkeit. So, komm, schlitz ihn auf. Auch hier direkt ein Schlaggewitter. Oh Mist, Mohnblumensaft, schnell. So, einmal Wut. Dann auch hier mal ihm mit dem Schlaggewitter nachhelfen. Dann mal schnell die Energie aufladen. Wut. Trank. Schnell. Oh, ich hätte echt meine Tränke auffüllen sollen. Schlaggewitter. Kehle durchbeißen. Oh, das wird nix. Scheiße. Scheiße, scheiße. Nein. Ah.
so, okay. Ach, ich muss die auch... Muss die ja gar nicht gewinnen. Wieso habe ich meine Tränke aufgebraucht? Ja, genau. Alten ist ja voll scheiße. Vor allem, wieso will er ausgerechnet mit Jane Greystone? That's good, Guts. I think he's ready now. Let me question him. Right, listen well. If you tell us what we want to know, we won't hurt you. However, if you anger me in any way, Guts will fetch his favorite tools. The last time he worked someone over, the poor lad was left a cripple and could drink through several holes. Well, for about 2 months he could. Until we killed him. And believe me, you don't want that happening to you. We'll start with an easy one. Who are you? Das erinnert mich gerade irgendwie an The Witcher. Ja, das ist nur ein Test, Lügen bringt nichts, das stimmt. Mors Westford, sworn brother of the Night's Watch. Ah, you're a clever one. That makes life easier. Next question. Who's the girl you're with? Das stimmt. Jane Greystone, descendant of Aerys Targaryen II. Oh, let's continue like this, my friend. You're sparing yourself needless suffering. What is your true mission? Genau. My mission is to go from town to town to see if the prisons can offer us any gifts for the Night's Watch. I came across this girl by chance on my travels, and I don't have any idea what's been happening since then. You think you can piss in my cup and call it Arbor Gold? We found Arryn's letter in your belongings. I don't think you're just a simple recruiter, and I believe even less that you met that girl by chance. What shame for you. Next time you'll think twice before trying to get me to believe your lies. Just remember this. You deserve every single second of what's coming to you. Guts here is quite the master at sculpting flesh. You'll see, you'll make a real work of art from you. Go on, Guts. Show us your talents. Scheiße, bin ich jetzt tot? Now then, you're much prettier like that. Now you're going to tell me that it wasn't all that bad. The pain is too much. It's impossible for me to get into the dog's mind. You enjoyed that, my friend. At first, I really thought they'd kill you, but you got yourself out of it well in the end. Ich mache hier mal eben einen kleinen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Und bis dahin, macht's gut.